Habt ihr denn Bock? Nee, ich hab noch nicht so Bock. Brauche ich jetzt noch irgendwas für den Blade hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Den noch kurz zur Bank gehen. The new legend. The new hero of the universe. It is Vio. Uoh. Lag City, bitch. Lag City, man. So. In den 60er-Bereich kommen wir auf jeden Fall. Das können wir alles hier lassen. Können wir hier... Den Krempel können wir hier auf jeden Fall mal loswerden. Hier mal Wheelspin. Heute irgendwie passt so gut zum Night. 2% CS, na ist doch geil. Mein BP, oder mein, ne, ist ja kein BP, weil das Sape heißt, ist ja mein zweiter M, der hat noch gar kein CS-Set. So, ja, ansonsten ist das hier der Blade. Also wir starten mit Iron Clockworks plus 7, Wasser plus 1. Dann, ja, plus 3 Schmuck haben wir hier. Und ein Komet-Set plus 7 mit 16% Attack. Weiter geht es dann mit einem Mask Square Pet Cutter plus 7, Feuer plus 1, weil wir dann hauptsächlich gegen Windmonster kämpfen werden. Dann haben wir CW-Schmuck dann, sobald es tragbar ist. Snegore plus 12, Vigor plus 5, plus 7 habe ich hier noch ein bisschen was, Strente. Genau, und dann geht es weiter dann mit G-Axis plus 8, Electric plus 1, plus 7, Electric plus 1. Sogar ein bisschen mit Sockel, mit Crit Chance und Attack Speed. Dann haben wir noch Hisswords, weiß ich noch nicht, ob ich die benutzen werde. Vielleicht zum Damage-Testen mal. Aber ansonsten geht es dann weiter mit 2 Angel Extra plus 8 und plus 6. Und dann haben wir noch ein Hannes-Set, 105er Set, plus 8 mit 16% Attack. G-Axis plus 8 und plus 7. Und Bloody Extra plus 8 und plus 10. Das machen wir bestimmt bis dahin auch noch bis plus 10 die zweite Axt. Dann vielleicht auch noch Sockel mehr raufhauen. Dann haben wir noch ein 150er Set mit 28% Attack. Heute Level 80 plus und Übermorgen hat er mich überholt. Hast du auf dem auch die 30 Tage Flas und die 30 Tage Party Score rein? Also die 30 Tage Party Score nicht. Ich werde jetzt einfach Link Attack auf meinen Main, der hat ja noch die aktiv, da einfach stacken und dann werde ich den Lead rüberschieben zu ihm hier und dann habe ich da auch Link Attack. Mehr brauche ich ja nicht. Ich brauche ja nicht mal Drop Skills oder sowas. Ansonsten haben wir hier noch 15 Tage Fortune Flask. Eine Party Scroll haben wir auch noch, aber die werde ich erst usen frühestens, wenn es halt bei meinen Jester abgelaufen ist. Das sind noch 10, 11 Tage. Ansonsten 41 Amplis, 31 Upcut Stones. Ein Feedback haben wir dann noch. Wir haben ein Crit-Rate-Pad. Kann ich aber noch nicht usen. 27% Crit-Chance. Also schon ordentlich. So. Dann würde ich sagen, können wir loslegen, oder? Ach du Scheiße, Digga. Was war denn das für ein Hit? Gut, wir können schon mal ein bisschen zu hören, glaube ich. P-Server oder was ist das hier? Also ganz ehrlich, wer anders spielt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Warte mal, wo ist denn hier Follow?
Oder Target. Mechamochis nehme ich aber mit. Ich hab doch was darauf gemacht? Achso, genau, wegen Pranksters. Da wird einfach P-Server erstellt auf LiveView. Weil die Monster-Spawn-Rate ist hier nur, die Monsterdichte ist ja richtig Arsch. Oh, ein Giant. Junge, der Schaden, ne? Absurd. Einfach absurd. Stell dir mal vor, Cheatcode so zum FWC-Server-Start zu spielen. Guck mal, wie geringverdienermäßig der Asiate hier spielt. Ey, könnte ich nicht. Ey, wäre ich schon längst gequittet. Der denkt sich auch bestimmt, Alter, Junge, was ist das für ein Typ hier? Ja, die neue Legende. It's me. Merkt ihr meinen Namen? Nee, gibt keine Buffs. Ich habe dafür gar keine Zeit. Du linderst meinen Progress. Geh bitte. Na. Geh lieber. Hier kommt dein Untergang. Pro buff the dude. Ah. I don't have time to buff everyone. Kannst du nicht zu den Prankster gehen und Rises mit dem Damage? Ja, ja, bin ich ja schon. Hm. Yes, yes. Yes, yes, jo. Ich kann ja auch mal statten, ne? Da kann eins sehen. Na, wir machen erstmal hier, weil die haben auch Wasser. Das ist ganz gut. Hier sind aber viele. Was sind denn hier so viele Leute? Es sind immer noch so viele Leute hier im Low-Level unterwegs sind. Faszinierend. Ich sehe doch schon so fucking OP aus im Vergleich zu den ganzen anderen, ne? Mit meinem Glow und alles. Einfach lilanen Glow und CS und Waffe glowt. Die denken sich auch, fucking Casher, Mann. Fucking Casher. Wo sind denn die Monster? Kann ich einen GM für mich einfach Monster spawnen? Das ist einfach zu wenig. Ich sehe schon, kommt der Distel bleibt aber jetzt links liegen. Nein, also mindestens Kriton und Tower. Das mache ich schon noch. Aber das bockt schon derbe. Wahrscheinlich würde ich es nicht mal merken, wenn jetzt der Giant auf einmal vor mir stehen würde. Aber Links-Rechts-Kombi liegt da. No regrets. Hey, wieso levelst du noch eine M hoch? Ist doch eigentlich unnötig. Nee, wenn ich mit beiden, also mit 2 Chars in Kriton reingehen will, dass er 100% Droprate hat, dann brauche ich auch 2 Full supportende Ringmaster. Weil sobald ich mit meinem Jester und RM in Kriton reingehe, dann habe ich ja für meinen Blade keine M mehr. Wenn ich mit dem Blade solo reingehe, dann hat er minus 90 Droprate. Und minus 90 Droprate möchte ich nicht unbedingt haben, sondern ich möchte die volle Droprate haben. Und deswegen nehme ich noch einen zweiten Ringmaster mit hoch. Damit ich halt für bestimmten Content und sowas alles auch 2 Ringmaster halt einfach habe. Weil sonst ist ja auf den anderen, auf den Ringmaster ja Cooldown drauf und ich kann den ja nicht benutzen. Ja. So on the long run, my plan is with Jester and this blade farm Kriton until I have 2 Hernes eggs, so 2 Nautilus and 1 Ziren, a Song of Ziren, a stick for my Ringmaster, and then build up a Solo Wilds team with my blade and farming Solo Wilds until I have 2 SC eggs. With dropping on my own or selling stuff and buying it.
Ist gleich auf Axaxen. Ja, ich gucke nur gerade wegen Element. Ich habe jetzt Element Deathstone hier noch drauf und ich habe starkes Element gegen die, deswegen werde ich, glaube ich, jetzt noch kurz hier gegen die weitermachen. Aber ich werde das hier schon mal vorbereiten. Weil ich sag mal, mehr als 2 Hitten, oder 2 Hitten, ist ja sowieso jetzt nicht so. Genau, das bereite ich hier schon mal vor, extra. Was Solo-Wides geht, ja, safe geht Solo-Wides. Das machen schon welche auf dem FWC-Server. Und den Blade mache ich mir, um noch einen Char zu haben, der Kriton farmen kann. Weil das einfach erstmal so das Lohnenswerteste ist, was man dann langfristig machen kann. Um da Herneswaffen zu droppen, um die zu verkaufen oder selber zu usen. G-Drops haben geschmeckt. Ja, das stimmt. Da hat es gut was reingeholt. Ich nicht so. 1-Tier, 4K, 5K. Oder am Ende wollte nicht mal einer 2K dafür zahlen für das scheiß Ding. Und die G-Ax habe ich gildenintern weggegeben. Wir sind aber jetzt fast Level 60, ja. 1 Stunde 20, etwas über 1 Stunde 20 von Level 30 auf 60. Ist in Ordnung, würde ich sagen. RM ist Level 56, also auch gar nicht mal so weit weg. Wir werden jetzt schnell Job-Change machen, solange wie auf beiden Chars noch die Ampli an ist. Um dann den RM noch schnell auf Level 60 zu prügeln. Bevor es dann richtig weitergeht. Oh, gebufft sind wir noch. Gehe ich mal hier auf Board. Go. Naja, ne, haben wir gerade noch so geschafft. Yeah. Look at the... Oh. Look at these motherfuckers. Sexy Blade ist geboren. So, dann, let's go. Lol. Ja, mit dem Damage bin ich irgendwie noch nie so ganz zufrieden, muss ich sagen. Kann schon Kriton testen gehen. Ne, ich benutze noch nicht mal beide Ela-Upcuts, das stimmt. Muss ich ein bisschen sparen. Damage at level 60 is insane. So my equipment is we have now 2 G-Axes, plus 8 one and plus 7. With 2 piercings, 1% crit chance. Then we have Strength plus 1, Mighty plus 1, Gore plus 3, Mighty plus 1, Strength plus 1, and the Commit set plus 7, 16% increased attack piercing. A Cloak of Strong, STR Cloak, with 0.5% crit chance. Demon Blessing on Cactus Silverhair with 1% crit chance and 1% attack speed. A Suit with 5% speed and 1.5% crit chance and 0.5% crit damage. Demon Blessing on Gloves, 1% attack speed, and Shoes with STR plus 4. That's our current equipment.